Kann man eine Pizza auf einem Grill machen? Das ist die Frage, die sich viele stellen immer wieder. Und wir haben hier einen Koch, der Werner Bomblé von der Grillakademie Saar. Und du sagst, das geht, oder? Ja, natürlich geht das. Aber erstmal herzlich willkommen und vielen Dank, dass du da bist. Und natürlich auch meine Leute, die uns folgen. Nochmal vielen recht herzlichen Dank. Und natürlich geht eine Pizza vom Grill. Das ist im Moment gerade, sage ich mal so, der Bestseller, um es mal so auszudrücken. Und die Nachfrage ist sehr groß. Und ich werde auch in diesem Jahr in der zweiten Jahreshälfte einen Pizzakurs machen. Und das ist jetzt mal so ein kleiner Auszug. Das heißt, eine von den Pizzen, die ich da machen werde dann auch. Heute so eine mediterrane Pizza mit einem Pulpo oder Tintenfisch. Und ja, da habe ich schon mal ein bisschen was vorbereitet, zumindest mal hingestellt. Und der Rest, den müssen wir natürlich jetzt gleich noch machen. Ja, es gibt eine Weber-Grill-Aktion. Komm mal kurz mit, Werner. Dann zeigen wir die mal. Ihr seid ja Weber-Grill-Händler. Es gibt einen Pizzastein vom 4.3. bis zum 23.4. im Wert von 80 bis 100, glaube ich, 20 Euro kostet so ein Ding. Genau, Je nachdem. 120 der viereckige und 73 oder 74 Euro der runde Pizzastein. Und das geht halt eben im Zuge dessen, dass man sich hier halt eben einen Grill kauft und dann kriegt man den Pizzastein dazu geschenkt. Ja, das kann man da nochmal lesen. Vielleicht hier gerade mal den QR-Code abscannen, dass die Leute das auch mal zu Hause sich da mal so ein bisschen abscannen können und dann halt eben auch nochmal so die Bedingungen dann lesen können bei dem Ganzen. Es geht um spezielle Grills, es geht hier um die Genesis-Serie und um die Spirit-Serie, wo das dann halt eben angeboten wird. Das sind dann die neuen Grills von Weber, die dieses Jahr zur Frühjahrseröffnung mit rauskommen. Deswegen auch wieder diese Frühjahrsaktion vom 4.3. bis zum 23.4. Wahrscheinlich aber eher noch bis zum 2.5. wird das wahrscheinlich noch gehen. Ja, das heißt, es wird wahrscheinlich noch ein bisschen verlängert werden. Also gerne mal schauen, mal abscannen und einfach mal gucken, was wir da hier im Angebot haben. Grillakademie Saar. Du magst noch kurz rausgehen, dass wir den Grill mal gerade zeigen? Ihr habt eine Grillschule, die heißt Grillakademie Saar. Dort kann man ganz viel lernen. Unter anderem in Grillkursen, je nachdem welchen Grillkurs man denn bucht, kann man lernen, wie man zum Beispiel Pizzas grillt. Wir werden das auf welchem Grill zubereiten? Wir werden heute Mittag hier auf dem Genesis 2 hier gehen, auf den ganz großen, ja, das heißt der Vierbrenner-Grill, ja, weil da habe ich halt eben ein bisschen mehr Möglichkeiten. Wir werden ja in dem Kurs, werden wir ja mehrere Pizzen machen und da brauche ich natürlich auch immer ein bisschen Fläche. Ich habe jetzt hier heute mal den viereckigen Stein, das ist allerdings das Vorläufermodell von dem anderen da, der eben zu sehen gewesen ist, weil der andere ist schwarz, der ist noch beschichtet, ja, das heißt, da haben wir noch weniger Schwierigkeiten, dass da irgendwo was drauf kleben bleibt. Einmal haben wir den runden hier und gut, dass wir rausgegangen sind, weil das ist natürlich auch wichtig. Wir brauchen für die Pizza natürlich auch immer ordentlich Hitze. Ja? Das heißt, wir müssen jetzt den Grill einschalten, damit wir nachher damit arbeiten können, dass wir so 300, 320 Grad haben. Das heißt, hier drehen wir jetzt mal auf, wirklich alle Knöpfe hier. Und wichtig ist natürlich beim Entflammen bei dem Ganzen immer den Deckel aufmachen, weil sonst sammelt sich hier das Gas und dann kann der einmal entgegenspringen hier. Und hier können wir es dann halt eben auch nochmal kontrollieren. Ja, Moment, jetzt kommt er. Zeigt jetzt gleich hier die Temperaturen an, die wir jetzt im Moment gerade drauf haben. 25 Grad, das ist ein bisschen wenig, aber wie gesagt, die 20 Minuten werden wir auf jeden Fall brauchen, bis wir halt eben mal auf 300 Grad dann noch sind. Langt das 300? 300, 320 Grad, das ist so die Richtung, die wir auf jeden Fall brauchen. Ja, das ist unten drunter geht es natürlich auch, aber dann haben wir schon doch ein bisschen mehr die Gefahr, dass der Teig halt eben ein bisschen verkleben könnte. Ne? So, du machst einen Schnellteig, das hast du mir erzählt, ein Blitzteig. Ja, also mehr oder weniger ist es ein Blitzteig. Das wird heute hier gemacht mit einem Quarkölteig. Das ist eigentlich so die einfachste Teigvariante für einen Pizzateig, den man machen kann. Das ist wirklich relativ schnell und einfach zusammengebaut. Ich kann so ein bisschen die Rezeptur beschreiben nachher, wenn wir das zusammen machen hier. Und das muss ich jetzt erstmal machen, bevor wir uns um die Beilagen kümmern oder vielmehr um die anderen Sachen. Hier drehe ich auch schon mal auf, weil wir werden uns hier auch eine Sugo letztendlich noch machen. Wir brauchen ja irgendwo einen Belag für unten drunter. Heißt, wir werden hier aus frischen Kirschtomaten, karamellisierten Zwiebeln, werden wir uns so eine kleine Soße machen, dass wir den Pizzateig nachher damit einstreichen. Nichts aus der Dose. Nichts aus der Dose, nein. Nein. Du bist ja Koch, stell dich mal kurz vor, was... Ja, wo, ich bin Koch, ja, und bin seit 32 Jahren im Geschehen drin. Seit 8 Jahren tatsächlich schon hier in der Grillakademie Saar.
und habe so einige Städten halt eben auch mitgemacht. Also das heißt, einige Stationen mitgemacht, unter anderem hier im Saarland, Linzlerhof und ja, ich war im Victors mal gewesen. Allerdings da, sage ich mal, habe ich ein bisschen mehr gechillt gekocht, weil das war dann doch eher für die ältere Generation gedacht, das Ganze. Und ja, und dann war ich in Hessen unterwegs gewesen, Bad Homburg, in Aachen war ich noch gewesen, kurz mal in der Schweiz eine Stippvisite gehabt, ja, alles Mögliche halt eben durchgemacht, ja, und Heilbronn, wie gesagt, bis zum Bodensee bin ich runtergekommen und da sind einige Restaurants tatsächlich dabei gewesen. Ja, jetzt schon einige Jahre hier, 5? Nee, schon fast 8 Jahre bin ich jetzt hier. Echt? 8 Jahre, krass. Ja. Komm, wir gehen mal rein. Draußen ist kalt. Das heißt, du hast die gusseiserne Pfanne jetzt mal heiß gemacht. Genau, die Das, Pfanne müssen wir jetzt heiß machen. Ja, jetzt geht es aber erst einmal los, dass wir den Teig machen. also nochmal, all das, was ich sehe, kann ich demnächst in einem Grillkurs, der wird wahrscheinlich heißen Pizza irgendwie. Genau, das wird ein Pizza-Spezial werden. Ja, also wie gesagt, da geht es jetzt hier. Also ich habe da so ein paar Pizzen im Kopf, die ich dann halt eben auch machen möchte. Ich werde mit verschiedenen Teigen auch arbeiten. Hefeteig ist klar dabei, logischerweise. Ja, wir werden aber auch mit einem Kartoffelteig arbeiten und auch mit diesem Quarkölteig, den wir jetzt hier heute machen hier. Da werden wir auf jeden Fall mitarbeiten, das ist auch wichtig. Ja, also wie gesagt, wir werden mit den ganzen Sachen oder das, was jetzt hier vorgestellt wird, die werden wir auch so letztendlich im Grillkurs umsetzen. Ja, bei dem Ganzen. Ja. Ja, du magst anfangen, womit? Ich mag anfangen jetzt, dass ich hier meinen Teig fertig mache. Heißt für mich, ja, ich habe jetzt hier schon mal abgewogen alles. Das habe ich schon mal gemacht. Ja, ich brauche auch ein Päckchen Backpulver. Ich muss ja in irgendeiner Form muss das Ganze auch gehen. Ne? Backpulver, was macht das? Ja, das lässt das Ganze so ein bisschen fluffiger werden dann auch, dass der Teig nachher nicht so naja, bockenhart wird, ja. Das ist natürlich auch immer wichtig. So, jetzt haben wir hier so gute 200 Gramm Quark, den wir jetzt hier reinmachen. Ist da irgendwas zu beachten beim Quark? Das ist jetzt einfach ein Magerquark. Einfach ein Magerquark, Magerstufe nehmen. Warum Magerstufe? Ganz einfach, der ist schon von Anfang an ein bisschen trockener. Wenn ich einen Vollfettquark nehme, dann ist er natürlich sehr, sehr weich, ja, und da brauche ich dementsprechend noch mehr Mehl. In dem Fall werde ich jetzt hier tatsächlich auch das 405er Mehl nehmen, also ganz normales Backmehl, was man auch zu Hause hat. Aber man kann, wenn man mit anderen Pizzen arbeitet, andere Teige nehmen, ist es manchmal besser, dann halt eben mit dem 00er Mehl zu arbeiten, weil da halt eben das starke Eiweiß vom Mehl halt eben noch besser rauskommt. Und dann wird er ein bisschen 0,0 habe ich noch nie gehört. Findet man das überall? 00, das ist, also wie gesagt, das steht vielleicht nicht immer drauf, aber wenn man Pizzamehl kauft, dann ist es meistens immer ein 00er Mehl. Das hat damit zu tun, dass halt eben mehr diese Eiweißstärke vom Mehlprodukt letztendlich noch drin hat. Ja? Und das ist dann nachher für die Zähigkeit und für die Sämigkeit halt eben. Eine Frage, es geht durch aller Munde, das Glutenfreie. Ein, zwei Worte dazu von dir als Profi? Ja, glutenfrei muss ich sagen, da habe ich jetzt gar nicht so sehr viele Erfahrungswerte. Allerdings ist es sehr, sehr viel, viel schwieriger zu verarbeiten aus meinem Wissensbereich her, weil da halt eben genau diese Eiweißstoffe halt eben mehr oder weniger rausgenommen werden. Weil Gluten, Die fehlen komplett. Gluten, ja genau, dann haben wir das Klebeeiweiß letztendlich nicht da drin und dann ist das viel, viel schwieriger mit zu verarbeiten, das Ganze. Aber da sind meine Erfahrungswerte tatsächlich Also nicht so hoch. es wäre aber so, dass der Pizzakurs, der wäre jetzt nicht glutenfrei. Nein, auf gar keinen Fall. Ne? Also auf gar keinen Fall. So, wir machen jetzt hier noch ein wenig Kräuter mit rein, also typische Kräuter, die wir halt eben auch haben. Das ist jetzt hier Majoran, den mache ich jetzt hier in den Teig mit rein. Ich werde eine Prise Zucker mit dazu nehmen bei dem Ganzen. Und wir werden natürlich auch mit Salz arbeiten. Ja, Pfeffer können wir uns jetzt hier in dem Fall tatsächlich sparen. Wir machen jetzt hier erstmal nur das Salz rein. Das ist jetzt erstmal alles. So, und dann Mehl dazu. Menge an Mehl? Was? Mehlmenge sind jetzt hier auf die knapp 200 Gramm Quark, sind das jetzt hier 350 Gramm. Ja, 350 Gramm. Kann aber auch immer wieder sein, dass wir halt eben noch mal ein bisschen was nacharbeiten müssen, ja, weil nicht jedes Mehl und wirklich nicht jedes Mehl hat halt eben dieselben Bindeeigenschaften. Ja. Das heißt, ich kaufe ein 405er Mehl, das ganz normale, und das eine bindet gut ab und das andere nicht. Das ist immer so eine Qualitätsfrage dann halt eben dann auch, ja, und das muss man halt eben dann im Laufe des Knetens halt eben auch so ein bisschen rausfinden. So, jetzt machen wir hier einen guten Schuss Öl rein. Jetzt hast du gesagt, einen guten Schuss wie. Schuss, ja, was würde ich sagen jetzt? Das sind jetzt hier so 3 bis 4 Esslöffel, die wir jetzt hier da drin haben.
nehme ich jetzt hier das Olivenöl dafür. In die meisten Rezepten steht halt eben nicht Olivenöl drin, sondern in den meisten Rezepten steht halt eben normales Pflanzenöl mit drin. Ich finde es mit dem Olivenöl schon mal ein bisschen schmackhafter. Pflanzenöl wäre zum Beispiel Rapsöl. Rapsöl oder Sonnenblumenöl, ja, das könnte man nehmen. Wie gesagt, ich mache es aber lieber mit dem Olivenöl. Und ich werde das Ganze auch noch ein ganz klein bisschen aromatisieren, weil ich finde das gerade so ein bisschen passend, ja, weil wir nachher mit Rucola arbeiten. Wir haben nachher die Pulpo-Tentakeln haben wir da, ja, die sowieso schon so ein ganz klein bisschen nussiges Aroma mit reinkriegen und das unterstützt die ganze Geschichte noch, ja, dass wir jetzt hier einfach nochmal das Sesamöl mit reinmachen. Sesamöl. Sesamöl, richtig genau. Und Sesamöl mache ich da jetzt nochmal mit rein. Und wir brauchen noch ein Eigelb. Warum? Ein Eigelb, damit ich hier nochmal wirklich auch Bindungen reinkriege und das hält meinen Teig dann auch so ein ganz klein bisschen geschmeidiger. Ja, so gut. Das ist das. Das ist wirklich Blitzteig. Also ich weiß noch, in der Vergangenheit, meine Mutter, die hat immer den stundenlang gehen lassen, den Teig. Das brauchen wir hier alles nicht. Nee, das brauchen wir jetzt hier tatsächlich nicht machen. Ich gebe hier auch noch ein Hilfsmittel mit rein. Und zwar mache ich jetzt hier ein Mineralwasser mit dazu. Bei dem Ganzen ja auch so circa 50, 60 Milliliter, die wir jetzt hier drin haben. Ja, und das Mineralwasser sieht man ja schon, das ist aufgeschäumt. Das gibt nachher halt eben auch nochmal so ein bisschen diese Fluffigkeit mit da rein. Kann es auch wie heißt es noch gleich, mit Milch machen, aber das ist nicht unbedingt das, was ich möchte. So, jetzt sehen wir schon, ne? Also das hier wird jetzt hier an Mehl tatsächlich nicht reichen, was wir jetzt hier haben, ja, weil der ist jetzt viel zu weich, der Teig. Ne? Das ist jetzt viel zu weich, also muss ich hier nochmal arbeiten dran, ja, und das ist das, was ich immer sage. Ne? Also das Ist jetzt das Nuller? Nee, das ist das 405. das ist ganz normales 405er Mehl, ist das jetzt. Da machen wir jetzt einfach nochmal was rein. Und ganz wichtig ist, dass wir das jetzt hier erstmal verrühren natürlich. Du hast eine ganz spezielle Küchenmaschine da im Einsatz. Ja, natürlich, klar. Also Teig muss gefühlt werden. Also den kann ich nicht so wirklich in der Maschine machen. Den muss man schon ein bisschen fühlen. Wenn er sich von den Fingern ablöst, ja, dann kann man schon sagen, okay, alles klar, da sind wir schon auf einem guten Weg. Und jetzt schau mal, das sieht schon gut aus, es fängt an zu binden. Aber so können wir natürlich nicht lassen. Jetzt kommen wir natürlich zu dem, was die Mama nicht so gerne sieht, ne? Wenn wir jetzt hier auf dem Tisch dann arbeiten. Warum? Aber das ist wichtig, dass wir das machen, damit wir den auch wirklich kneten können. Der muss jetzt richtig gewalkt werden. Also der muss jetzt ein paar Minütchen muss er jetzt wirklich geknetet werden, ne, dass der auch richtig hier alles aufnehmen kann. Ja, und das ist ganz wichtig, dass wir das machen. Vorsicht, ja, du siehst warum. Ne, ab und zu fällt mal was runter hier. Ja, Das ist okay. das ist, das kann passieren. Das heißt, die Leute später im Grillkurs, den man hier kaufen kann, die lernen all diese Schritte und machen das auch mit, richtig? Das heißt, jeder. Die müssen die Teige dann herstellen hier, ja, das ist ganz klar, ja. Es wird zwar beispielsweise beim Hefeteig werde ich auf jeden Fall einen Vorteig schon ansetzen, dass das Ganze halt eben auch schon mal ein bisschen gegangen ist, dass das funktioniert, weil ich habe ja letztendlich nur 4 Stunden Zeit für den Kurs und so ein richtig schöner Hefeteig für eine Pizza sollte eigentlich 24 Stunden gehen. Ja, und dann haben wir einen ordentlichen Teig. Und jetzt kommen wir auch zu dem stundenlang gehen lassen und so weiter und so fort. Sag mal, das jetzt ein Blitzteig, hat der Nachteile gegenüber dem Hefe? Ja, nicht unbedingt. Also nicht unbedingt Nachteile. Er wird wahrscheinlich beim Backen ein bisschen fester sein. Ne? Der geht nicht ganz so stark auf. Jetzt. Ich weiß aber genau bei den Teigen, was drin ist. Das ist der Vorteil. Das heißt, ich kann selber bestimmen, was drin ist, kann zum Beispiel Allergene genau definieren. Das ist auch ein Thema. Dann ist das ein sehr, sehr günstiges Gericht im Vergleich zu einem Filetsteak zum Beispiel. Auf jeden Fall, ja. Gut, ich meine, der Teig an sich in der Herstellung ist ja natürlich relativ günstig, ja, das ist schon richtig, ja. Was eine Pizza teuer macht, ist letztendlich beim Hefeteig beispielsweise, ja, dass man den halt eben so lange gehen lassen muss, ja. Das macht die Pizza schon mal ein bisschen teurer, weil sind ja dann doch ein paar Steps zu machen. Und dann sind es natürlich die Auflagen, die wir da drauf machen. Wenn wir da mit frischen Produkten arbeiten, dann kommen wir auch schon in einen ordentlichen Preisgefüge halt eben. Ja, also das ist auch immer wichtig. Ah, der ist aber jetzt schon ganz schön, Sieht schon gut aus. sieht schon gut aus. Und wenn du drauf drückst, er federt ein bisschen.
Ja, genau. Und schau dir mal, die Hände waren eben noch komplett verklebt gewesen, ja, mit dem Teig. Und das löst sich jetzt ab. Und das ist genau das, warum ich immer sage, Teige mit Handschuhe machen, das ist Katastrophe, weil da fühle ich den Teig nicht. Und ich muss den wirklich fühlen. Und jetzt sieht man auch schon, also der muss jetzt ein bisschen ruhen, dass das Klebeeiweiß sich hier raus. Im Moment ist er noch so ein bisschen brüchig hier. Ne? Und wenn wir ihn später haben, dann also dann wird der sehr zähig werden. Ne? Also dass wir den nachher schön auseinanderziehen können dann auch. Den lassen wir jetzt einfach hier ruhen. Am besten einpacken, gerade in Folie. Und dann sind wir damit fertig. Muss ja warm sein, der Ort? Nee, der Ort muss jetzt hier nicht warm sein, weil ich habe ja jetzt hier keine Hefe drin, sondern ich arbeite ja hier mit dem Backpulver. Also von daher brauche ich da jetzt nicht darauf zu achten, dass ich den super warm stelle. Wir sollten nicht kühlschrankkalt machen, weil gerade mit dem Olivenöl, das verhärtet natürlich im Kühlschrank dann auch. Ne? Also da sollten wir dann einfach draußen stehen lassen. Natürlich im Sommer nicht mitten in der Sonne, sondern irgendwo halt eben hinstellen, wo er geschützt steht. Oder wie gesagt, können es auch gleich so machen, dass wir jetzt einfach hier ein bisschen Folie nehmen und dann kann ich das in die Folie gerade einpacken. Frischhaltefolie. Einfach Frischhaltefolie jetzt hier nehmen, dann reicht das uns vollkommen aus. So, das ist jetzt für wie viele Leute? Wie viele Pizzen? Also ja, ich schätze mal, dass ich jetzt hier 3 bis 4 Pizzen bestimmt rauskriege, ne, aus dem Teig hier. So, lassen wir jetzt einfach hier. Jetzt kann er hier schön gehen. Oder was heißt gehen? Ach so, das kann sich auch entsprechend ausdehnen. Das ist für Ja, ein bisschen schon, ja. Aber wie gesagt, wir werden gleich sehen, dass er sich halt eben noch ein bisschen besser entfaltet dann auch, ja. Und wie gesagt, jetzt müssen ja erstmal diese Klebeeiweiße vom Mehl müssen ja jetzt erstmal anfangen, hier drinnen zu wirken. Das heißt, die müssen jetzt hier erstmal aufgehen. Die müssen jetzt hier so ein bisschen gelöst werden. Ach, das ist der Grund, warum man den liegen lassen muss, Genau. dass die Klebeeiweiße aktiviert werden. Genau, dass das aktiviert wird, ja, dass wir dann nachher halt eben einen schönen Teig haben, den wir entweder ausrollen oder ausziehen können. Also meistens werden die Pizzateige eher gezogen. Ich gehe mir mal ganz kurz die Hände waschen und dann kümmern wir uns mal um die Soße. Ja, da müssen wir 2 Sachen ein bisschen schneiden und dann können wir schon rausgehen und am Grill in die Pfanne letztendlich schon gehen und können die Soße schon mal fertig machen dann auch. Ja, genau. Geh mal hin, wasche mal die Hände. Ich mache mal ein bisschen Werbung für dich. Es gibt viele Grillkurse. Gibt es hier Kurse, die es nicht mehr gibt eigentlich von denen hier? Nein, die Also- finden alle noch statt. Finden alle noch statt, sagt er. Allerdings, immer in verschiedenen Abständen. Ne? Also wilde Zeiten, Wildschwein, Burger. Du hast einen Burgerkurs? Burgerkurs, ja. Gibt So. es allerdings aber auch schon eine neue Variante, eine Burger-Weltreise. Das steht jetzt tatsächlich noch nicht hier. Also es gibt eine Burger-Weltreise, sagt er. Weil er ist ein bisschen weiter weg, können den gerade nicht hören. Steaks natürlich. Steak Deluxe. Dann ab in den Süden. Das heißt, man kann sich das ganze Jahr über bei dir durchbuchen. Machen das Leute eigentlich, die quasi jeden Kurs mitnehmen? So Stammgäste, hast du das? Ja, ich hab tatsächlich eine ganze Reihe an Stammgästen, ja, die auch immer neue Versuche halt eben auch hier starten, halt eben auch mitzumachen. Ja. Wie gesagt, ich versuche ja auch immer jedes Jahr irgendwo so ein bisschen was Neues halt eben auch mit reinzubringen. Das heißt, so ein bisschen die Highlights halt eben so ein bisschen mit aufzufangen dann auch. Und die Leute kriegen alles, müssen die irgendwas mitbringen außer Motivation? Motivation, viel Spaß am Grillen und natürlich immer einen gesunden Appetit. So, man isst anschließend das, was man produziert Auf hat. jeden Fall. Deswegen sind wir ja auch hier so schön eingerichtet, um es mal so auszudrücken. Wir haben 2 lange Tafeln, wo wir uns dann zusammen hinsetzen und dort halt eben dann auch letztendlich die Leute, die es gemacht haben, die Teilnehmer, ihr Essen dann auch essen können. Es kann nicht jeder immer alles grillen, das ist ganz klar. Hast ja eben gesehen, hast bis über die Grillterrasse drüber gegangen. Aber es werden immer alle Leute in irgendeiner Form auch was machen hier. Na, also das heißt, vom Schnibbeln bis zum Grillen ist alles dabei. Ihr seid in Saarlouis? Wir sind in Saarlouis, genau, und zwar in der Holzendorfer Straße Nummer 6, direkt gegenüber vom Globus. Sehr schön. So, die Finger sind gewaschen. Die Finger sind gewaschen, jawohl. Das ist natürlich auch immer wichtig, ja. Und jetzt, wie gesagt, wir brauchen jetzt so ein paar Kleinigkeiten, ja, um unsere kleine Soße Sag mal, anzusetzen. Frage hier, das rote Zeug, was du hast, diese Messer, ist das was Gutes? Oder?
Ja, das ist schon was Gutes. Das ist dick. Ja, das ist die Red Spirit Serie. Mal kurz mal zeigen, weil viele Leute haben mich in den Videos gefragt, was sind das für Messer? Und da gibt es Dick, eine Traditionsmarke der Profis, die verkauft ihr auch. Richtig. Das ist aber top, oder? Ja, das ist wirklich so, wie es da steht. Es ist eine Traditionsmarke und das sind wirklich auch Gastronommesser. Ja, also das heißt, die Messer, die sind auch vielfach in der Gastronomie halt eben unterwegs. Wenn man mal so andere Kochshows sieht, da sieht man auch immer wieder die roten Griffe und diese Spirit Line halt eben, also diese Red Spirit Line. Und ich finde die Messer wirklich auch sehr, sehr gut, ja. Und vor allen Dingen, wenn man mal so reinschaut, ja, gut, wir haben nicht mehr alle Messer da, aber vom Preis-Leistung her finde ich die auch absolut tipptopp. Jetzt hast du hier ein scharfes Messer. Bleibt das immer scharf? Ja gut, ein Messer bleibt nie immer scharf, ja, aber man kann schon dafür sorgen, dass es halt eben nicht halt eben ruiniert wird, indem man halt eben auch vernünftig damit umgeht. Das heißt, jetzt hier nicht auf dem Brett hier so rummachen oder sonst irgendetwas, ja, sondern wirklich zum Schneiden halt eben auch benutzen das Ganze. Ne? Und schneiden tun sie alle gar, ja, und bei der Zwiebeln brauchen wir jetzt nicht so viel zu schneiden, aber schälen müssen wir sie. Gleich müssen wir aber nochmal schneiden hier. Ich komme mal mit. Und wenn das Messer dann doch mal ein bisschen stumpfer sein sollte, ja, haben wir natürlich auch die Möglichkeiten hier über sowas hier drüber zu ziehen, ja, dass wir hier unsere Messer noch mal so ein bisschen scharf machen. Das funktioniert. Das Das funktioniert auch ganz gut, aber ich muss dazu sagen, ich bin dann doch eher der Verfechter dieses hier, ja, dass wir hier mit dem Stahl drüber gehen. Das kann ich tatsächlich besser und dann kommen wir da auch wieder in die Sache rein. Aber bitte nicht verwechseln, das hier macht nicht scharf, ja, sondern richtet einfach nur den Grad wieder auf, ja, so dass es halt eben wieder schnittfähig ist. Weil der Winkel von dem Messer, was hat der? vom Ansatz jetzt hier. Oder Hat der 15 oder 21 Grad? also, ja, so 10, 15 Grad bitte haben, ja. Ja, bei dem Ganzen, ja. Und aber beim Schneiden, ja, das ist ja ganz klar, nutze ich das hier natürlich auch so ein bisschen ab und dann verknickt der Grat so ein ganz klein wenig, ja, und wenn das passiert ist, kann ich das hier mit dem wieder so ein bisschen aufrichten, ja, und dann habe ich wieder einen besseren Schnitteffekt. Verstehe. Das ist ganz klein, ist mikroskopisch, kann man mit bloßem Auge nicht sehen, oder? Nö, das kann man jetzt wirklich nicht sehen, aber man merkt es beim Schneiden. Ja, das kann ich wirklich so sagen. Ne? So, gut, alles klar. Zwiebelchen müssen Sag mal, wenn die Leute in so einem Kurs so Zwischenfragen haben, das ist kein Thema. Da kannst du auch Das reingehen. ist gar kein Thema, ja. Also wie gesagt, ich versuche immer alles nach bestem Wissen und Gehwissen zu beantworten und bis jetzt muss ich sagen, bin ich auch sehr, sehr gut damit gefahren, ja, und hatte nie ein Problem damit und ja, kann das. Du bist eine große Heulsuse bei Zwiebeln? Nein. Warum? Weil mein Messer scharf ist. Ja. Wenn die So, Messer, wenn da die darf ich mal kurz was zeigen. Du hast sie jetzt quer durchgeschnitten. Ich hätte jetzt genau andersrum durchgeschnitten. Ja, aber wie gesagt, wenn ich es andersrum durchschneide, dann habe ich natürlich schon das Problem, dass mir jetzt hier die einzelnen Schichten abfallen. Also wir machen das immer so, abschälen, von der Wurzel nicht zu tief abschneiden und dann wird von der Laufseite zur Wurzelseite hingeschnitten, wenn wir Würfel schneiden wollen. Wir wollen aber jetzt heute gar keine Würfel schneiden, sondern wir schneiden das jetzt hier tatsächlich auch in Scheiben runter. Aber die Wurzel hält mir die einzelnen Schichten zusammen, sodass ich hier nicht gleich ein Chaos auf meinem Brett habe. Das ist natürlich auch immer. Das ist immer falsch gemacht. Ja, siehst du, wärst du mal zu mir im Grillkurs gekommen, ne? Okay. Weil das sind auch immer so Sachen, die ich halt eben auch immer erkläre. Ja, das heißt, die Schnitttechnik ist natürlich auch immer ganz wichtig, dass das auch alles funktioniert. Ja, also ich möchte ja auch, dass sich die Leute nicht verletzen hier, sondern die sollen ja wieder mit 10 Fingern nach Hause gehen, wie ich immer so schön sage. Ich habe jetzt mal eine Frage. Du hast jetzt nur in der Mitte hast du jetzt aufgerichtet. Ganz vorne nicht. Das brauchst du nicht. Ne, dann Moment. Wenn du drüber ziehst, das ging so schnell. Ja, wenn ich drüber ziehe, setze ich da an und ziehe bis vorne. Okay, bis vorne hin. Bis vorne hin, ja. Weil Bis das- vorne hin, ja. Also ja, gut, das geht jetzt hier relativ fix, ja. Weil du es schon mal gemacht hast. Jo. Schon einige tausendmal. Ja, ich habe so ein paar Messer schon durch jetzt hier. So, jetzt gehen wir hierher und jetzt schneide ich das hier richtig schön in. Da darf ich das mal sagen. Du gehst also hin und Genau, Finger ein bisschen krumm. Ja. Ja, jetzt muss ich mal gerade drehen hier, kann ich das besser anfassen. Einmal anschneiden und jetzt kann ich das hier nochmal runterschneiden. okay, Abstand ungefähr halben Zentimeter vom Finger? Ja. Nee, das Messer, das läuft wirklich am Finger entlang. Ja, am Finger entlang, aber unten die. So, die Finger, die sollten natürlich weggedrückt werden. Ne? Also das heißt, Finger krumm machen, nach hinten legen, Daumen nach hinten legen und dann sollte das Messer hier über das Brett hier drüber gleiten, ne? Dass wir das hier so haben.
Das lerne ich auch hier. Das, ja, das lernt man nicht bei einmal, ja, aber zumindest mal die Technik, wie wir es machen, das wird hier auf jeden Fall mal gezeigt. Ne, das ist, wie gesagt, mir ist es schon immer wichtig, dass die Leute auch zu Hause mit dem Messer vernünftig umgehen und dass sie auch mehr oder weniger immer die richtigen Messer zu jeden Sachen haben dann auch. Ja. Also das heißt, wir haben viele Allrounder-Messer natürlich, ja, aber wenn ich dann sehe, dass irgendeiner mit so einem kleinen Messer anfängt, die Zwiebeln zu schneiden, dann kriege ich schon Plack. Plack heißt was im Saarland? Na, da kriege ich. Die Kretze. Ja, so ungefähr, ja. Okay. Also, So, Kirschtomaten. ja, Kirschtomätchen, ja, die werden wir jetzt auch nur ganz kurz so ein bisschen halbieren hier. Ist es Bio oder was hast du geholt? Ja, ganz normale Kirschtomätchen, ne? Ja, ganz normal. Ist jetzt keine Bio-Geschichte hier. Ich weiß nicht, ob man das unbedingt braucht. Immer Bio. Ja, also das weiß ich nicht unbedingt. Ja. Hauptsache, die sind reif. Hauptsache, die schmecken was. Gut, um die Jahreszeit schmecken sie meistens noch nach nichts. Deswegen werde ich hier nachher mit einem Schuss schwarzen Balsamico-Essig arbeiten, dass wir da noch mal so ein bisschen Säure reinkriegen. Und wir werden mit dem braunen Zucker arbeiten, den ich ja da stehen habe. Und werden das Ganze karamellisieren. Mittlerweile sollte auch meine Pfanne heiß sein draußen. Die sollte richtig heiß sein, Die richtig? sollte jetzt richtig heiß sein, ja, aber da müssen wir jetzt ein bisschen fix arbeiten, dass das alles auch funktioniert. Dass der Zucker auch wirklich zerläuft, dass wir die Zwiebeln so ein ganz klein bisschen karamellisieren können. Und dann kommen die halbierten Tomätchen da drauf. Ja, und durch das Halbieren alleine schon läuft da, sieht es ja schon, wird so ein bisschen Feuchtigkeit mit rausgedruckt. Und der Karamell, der löst sich letztendlich in der Pfanne dann auf. Und dann können wir da unsere kleine Soße halt eben davon machen dann auch. So, Die haben wir noch. sag mal, es wird oft behauptet, habe ich gesehen im Fernsehen, dort wird behauptet, dass die Gastronomen immer nur das Billigste vom Billigsten nehmen, damit sie eine möglichst große Marge haben. Ja, das kann ich ja hier schön überprüfen, wenn ich selber mache, oder? Ja, auf jeden Fall. Also hier sind mir die Hände schon gebunden irgendwo. Also nein, Quatsch. Würde ich auch so nicht sagen. Und ich glaube auch nicht, dass das jeder Gastronom tut. Wenn wir eine vernünftige Qualität erwarten, da brauchen wir auch eine vernünftige Qualität, die als Ausgangsposition auch dient. Ja, das ist ganz klar. Und Das kommt dir also nicht in die Tüte, irgendwas. nein, also wir haben schon ein gutes Produkt, was hier verarbeitet wird. Also das ist jetzt nichts 0815, sondern das ist schon ein gutes Produkt, was dann halt eben auch verarbeitet wird. Das sollte man sich schon so ein ganz klein bisschen halt eben auch merken, ja, dass man schon mit Aber guten Produkten arbeiten soll. es ist ja so, an dem Grillkurs selber habt ihr nicht so viel verdient, weil da ist die Mehrwertsteuer noch mit drin, da sind der Wareneinsatz mit drin, da ist deine Arbeitszeit mit drin, da sind die Grills mit drin. Also fast ein Geheimtipp. Du wirst diesen Kurs hier anbieten können, wahrscheinlich unter 100 € mit allem drum und dran. Das ist sehr interessant und die Pizza kann ich auch noch essen danach. Ja, also 4 verschiedene Pizza soll es auf jeden Fall geben, eventuell sogar 5 verschiedene Pizza plus eine... Pro Person. Ja, nein. Also da werden wir uns dann schon ein bisschen reinteilen, weil insgesamt wird es wahrscheinlich für jeden dann so anderthalber Pizza sein, die gemacht werden. Ungefähr die Größenordnung, die wir jetzt hier heute auch machen an Pizza. Also es wird dann immer so gemacht, dass wir von jeder Sorte so 3, 4, je nach Teilnehmer Pizza machen dann. Ja, dass wir auch verschiedene Grills sehen, weil wir arbeiten dann nicht nur auf den einen Grill, sondern ich werde dann auch mit dem Monolith-Grill oder mit dem mit den Smokefire arbeiten bei dem Ganzen. Ja, auch das können wir dann machen. Ja, und wie gesagt, und auf Kohlegrill halt eben auch nochmal, dass wir einfach mal sehen, dass wir halt eben wirklich auch verschiedene Varianten oder verschiedene Grillvarianten auch nehmen können dazu. So, das ist jetzt. Ja, bitte. Das ist jetzt Knoblauch hier. Das ist Knoblauch. Ich arbeite mit einer Knoblauchpresse. Ist das verpönt? Also bei mir ja. Wie gesagt, da spalten sich so ein bisschen die Gemüter. Ich mache das am liebsten so, dass wir das halt eben frisch runtergeschnitten haben. Weil durch das Pressen kann es durchaus schon mal passieren, je nachdem, was wir für einen Knoblauch haben, dass halt eben Bitterstoffe rausgelöst werden dann auch. Ne? Und das wollen wir ja jetzt nicht unbedingt im Essen mit drin haben. So, das reicht mir jetzt erstmal. Jetzt habe ich erstmal das für unseren Grundansatz. Das heißt, wir gehen jetzt mal raus mit dem Zucker, mit den Zwiebeln und den Tomaten. Knoblauch, da kümmere ich mich gleich noch drum. Und später kommt natürlich, ich habe ja gesagt, es wird mediterran, kommt natürlich dann auch noch Rosmarin mit dazu, ja, dass wir da wirklich auch so einen richtig schönen mediterranen Geschmack auch haben. Bin ich mal gespannt.
Entschuldigung. Ja, nichts passiert. Ich guck. So, das heißt, die Pfanne, das ist eine gusseiserne Pfanne, die kann nicht kaputt gehen. Ja? Nein, die kann jetzt grundsätzlich nicht kaputt gehen, aber kann natürlich auch schön einbrennen. Ne? Also das Ganze sollten wir jetzt, weil es ist ja doch ein bisschen länger an jetzt hier schon. Ne? Wir streuen jetzt hier mal den Zucker rein. Die ist schön heiß. Ja, die ist schon warm. Ja? Da hat schon Hitze und man sieht jetzt auch, dass es hier anfängt zu zerlaufen. Jetzt kann ich aber ein Momentchen warten. Ne? Kann ich ein Momentchen warten. Und jetzt mache ich die Zwiebeln schon dazu. Verteile das ein ganz klein bisschen hier in der Pfanne drin. So, und damit der Zucker mir jetzt hier nicht ganz schwarz wird, mache ich jetzt hier auch die Tomaten da drauf. Die Tomaten werden natürlich jetzt hier so langsam aber sicher halt eben auch dann Feuchtigkeit mit abgeben. Jetzt muss ich die Pfanne aber auch ein bisschen bewegen, ja, dass das alles auch funktioniert. Das sehen wir aber auch schon, kriegen wir hier richtig schön Farbe mit drauf. So, jetzt muss ich ganz schnell rein. Ich habe die Pfanne ausgedreht, kann uns erstmal nichts passieren. Jetzt muss ich ganz schnell rein und den Balsamico holen, dass wir das ablöschen können. Ich warte mal hier. Er geht rein, das hier köchelt schon mal. Der Grill mittlerweile hat übrigens 325 Grad, 330 bei Vollgas. Also auch hier ist alles im grünen Bereich. So, wie gesagt, den schwarzen Balsamico-Essig. Schwarzer Balsamico. Genau, schwarzer Balsamico. Machen wir jetzt einen guten Schuss da rein. Jetzt sehen wir ja, dass sich das hier schon mal so langsam losköchelt. Und ja, man kann ruhig die Pfanne auch relativ frühzeitig wieder ausmachen. Ne? Wie man sieht, es kocht ja immer noch nach, die ganze Geschichte. Und nur können wir das einfach so ein bisschen ziehen lassen dann auch. Ne? Ein bisschen ziehen lassen, dass die Tomaten so ein bisschen runtergehen. Können das auch noch mal kurz anmachen, dass wir hier auf kleiner Flamme sind. Und lassen jetzt hier wirklich auch die Flüssigkeit so ein bisschen runter reduzieren, dass hier nichts mehr weiter passiert. Den Rosmarin, den machen wir erst ganz frisch drin rein. Das riecht total lecker schon. Wenn ich den jetzt zu früh reinmache, ja, dann verdämpft er einfach nur. Ne? Dann habe ich dann nachher kein richtig schönes Aroma. Und umso frischer die Kräuter, umso schöner ist das Aroma. Ja, und deswegen hier jetzt wirklich dann auch kurz, will er nicht mal angehen. Sag mal, du hast sie gerade hier angefasst. Ist sie nicht so heiß? Oder? Also auch die Pfanne ist schon ordentlich heiß. Aber das macht dir nichts, oder? Ja, also ich würde sie jetzt keine 10 Minuten in der Hand halten wollen, aber das geht. Das geht schon noch. Zum Reintragen werde ich mir aber Handschuhe holen und das werden wir jetzt auch gleich machen, weil hier sind wir jetzt wirklich auch so weit. Das kann man jetzt hier wirklich auch schön Ich habe jetzt sehen. echt gedacht, du wärst so hart und hättest sie jetzt. Nein. Jetzt kann man aber hier schön sehen, da sieht man schon, wie das blasen dürfte. Das ist jetzt dem Zucker geschuldet dann auch, ja, und natürlich auch dem Balsamico-Essig, wenn der jetzt hier so richtig schön runterkocht. Und das ist das, was ich hier halt eben auch möchte, dass die Tomaten halt eben nur so ein bisschen Saft rausgeben, aber immer noch so stückchenweise bleiben. Dass man die noch sieht am Belag. Genau. Ich will gar nicht so eine richtige Soße haben, sondern es soll schon so ein bisschen ja, rustikaler halt eben auch hinkommen, das Ganze. Ja. Also viele machen es halt eben wirklich mit so einer 0815 Tomatensoße. Und ich versuche es halt eben mit dem Frischen halt eben so ein bisschen einzukochen, dass man halt eben wirklich dann auch ein bisschen lernt. Und ja, jetzt kann man vielleicht auch sich denken, warum eine Pizza halt eben doch schon mal auch 12 Euro kosten kann. Ne? Wenn man das halt eben auf diese Art und Weise halt eben auch macht. So, wie gesagt, ich hole mir noch mal Handschuhe, ganz kurz. Okay. Ich zeige nochmal 335 Grad. Natürlich wird hier auch gekocht mit dem Original Barbecue-Gas. Was da jetzt anders ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat die Flasche nur 8 Kilo. Und das wird später dann der Grill sein, auf dem wir dann die Pizza zubereiten werden. Wir sind in Saarlouis, bei Aquasar Saarlouis. Hier gibt es die Grillakademie Saar. Und das ist krass, das ist immer noch voll am Kochen. Ja, ich habe ja noch mal ganz kurz aufgedreht jetzt hier. Und jetzt kann man es umschwenken. Und sehen schön, dass sich das hier wirklich auch so eine schöne Bindung halt eben reingegeben hat. Und wie gesagt, damit können wir jetzt reingehen, werden den Rosmarin noch drauf machen, werden das noch einmal durchschwenken und dann können wir unsere Pizza schon so langsam aber sicher ziehen. Ja, das ist ja auch wichtig, dass das geht. So, das war jetzt circa eine halbe Stunde, wo wir begonnen haben, den Pizzateig anzusetzen. Also sagen wir mal gute 20 Minuten. Das ist auch eine gute Zeit, 20 Minuten, würdest du sagen. Ja. Sagen wir mal so, wenn ich nicht so viel geredet hätte zwischendurch, wären wir schon fertig. Wären wir schon fertig? Nein, Quatsch. Okay. Nein, aber 20 Minuten ist auf jeden Fall gut, ja. Und die 20 Minuten braucht der Teig aber auch, dass der halt eben auch so ein bisschen geht. So, ich habe jetzt hier einen frischen Rosmarin, den werde ich jetzt hier auch noch mal so ein bisschen kleiner schneiden, dass wir den jetzt hier nachher in unseren
Sugo letztendlich reinmachen. Also das Sugo ist nicht mehr und nicht weniger wie eine Soße. Gut, ich muss mir nur gerade das Messer von der anderen Seite holen. Sugo heißt das Ganze. Also, Das ist jetzt grob gesagt. also es sieht aber lecker aus hier mit den Zwiebeln, die jetzt karamellisiert sind. Das Ganze hat so jetzt einen süß-sauren Geschmack ein bisschen. Ja, klar. Also das heißt, ich habe jetzt durch den Balsamico-Essig tatsächlich auch mal die Säure von den Tomaten halt eben auch noch so ein bisschen unterstützt. Ich habe ja eben gesagt, also um die Jahreszeit sind sie natürlich noch nicht so reif und auch noch nicht so aromatisch jetzt. Ne? Also das heißt, du brauchst hier keinen Fondor oder so. Nein, nein. Mit sowas arbeiten wir hier gar nicht. Also wenn hier was gemacht wird, wird das alles von Hand zu Fuß gemacht, ja, so dass das hier aussieht. So, und jetzt riech mal jetzt da rein, ne, mit dem Rosmarin da drin. Sensationell. Das ist jetzt das, was ich haben will, dass wir das hier auch wirklich richtig schmecken können. Gehen aber noch mal ganz kurz auf die Seite, weil wir müssten noch, oder ich muss noch, gerade hier unseren Pulpo. Ja, das sind jetzt Tentakeln vom Pulpo. Die habe ich aber auch vorgekocht, ja, weil im rohen Zustand auf der Pizza würden sie nicht fertig werden. Da hätten wir nachher wie Gummi. Ne? Die sind wir jetzt kalt. Die werden wir nachher auch in der Pfanne einfach noch mal so ein ganz klein bisschen anschwenken. Auch hier mit Knoblauch und ein bisschen Olivenöl. Und mehr machen wir da gar nicht mehr dran. Ja, schneiden die jetzt einfach hier so ein bisschen kleiner. Wo sind die her, aus dem Großhandel? Oder? Die sind jetzt vom Großhandel her, ja. Und gut sortierte Fischtheke kriegt man sie natürlich auch zu kaufen, ja. Und die sind aber jetzt vom Großhandel, wie gesagt, im Rohzustand, Frischzustand gekommen, das Ganze. Und ich habe die jetzt gekocht. So, jetzt, wenn man die kocht, die Teile, sollte das Wasser natürlich jetzt einmal richtig aufkochen, aber dann nur noch sieden. Und dann lässt man das hier locker mal 2 Stunden halt eben wirklich auch im Wasser drinne, dass das auch wirklich weich wird. Wenn das jetzt hier ist, ja, das ist wirklich richtig schön fluffig weich. Ja. Also Stufe 3 quasi Ja, kann man so sagen. So, von 10. ja, unsere Pepperoni, die will nicht so richtig. Ja, gut, alles klar. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen Pepperoni mit drauf machen auf unserer Pizza. Frischkäse. Ja, da ist jetzt ein bisschen Frischkäse drin, ja, aber das schadet ja nichts. Ne, also die sind jetzt hier schon fertig eingelegt und das ist jetzt einfach auch für die Optik. Da kann man jetzt zu Hause machen, was man will. Ja, da kannst du jetzt hier eine schöne Zucchini halt eben drauf machen oder einfach frische Paprika. Am besten eignet sich tatsächlich die etwas dünnere Spitzpaprika dann dafür. Und ja, ich wollte aber jetzt hier in dem Fall ein bisschen die Schärfe halt eben noch mit da drin haben, ne, bei dem Ganzen. Aber Lecker wie gesagt, scharfe. wie gesagt, die Auflagen, die sind immer nicht ganz so wichtig. Der Teig ist tatsächlich auch das Wichtigste. Wenn der funktioniert hat, kann man nachher oben drauf machen, was man will. Dann ist man da schon relativ frei raus. So, dann werden wir uns um die Zieherei der Pizza kümmern. Die Zieherei, sagst du? Ja, Zieherei, also das heißt, ich schneide mir jetzt hier, oder ich reiße mir jetzt hier ein Stück von dem Teig ab. Wir sehen jetzt hier, der ist jetzt hier schön weich halt eben auch, ne, das Ganze. Und muss nur gerade nochmal Fingerchen waschen, weil jetzt habe ich Frischkäse dran. So, einmal Finger waschen. Das ist der Teig von eben, der sogenannte Blitzteig. Ich finde das cool mit dem Backpulver, habe ich gar nicht gewusst, aber ihr könnt es ja nachkochen jetzt, wo ihr weißt, wie es geht. Am Schluss hat denn der Werner nochmal mit seinem Gefühl gearbeitet bei der Zugabe von Mehl, damit er so wird, wie er jetzt ist. Genau, und ja, wenn er jetzt geruht hat, ja, wir sehen es schon, ne, das ist jetzt richtig schön aus. Und wenn ich ihn jetzt ziehe, zieht er sich halt eben auch ordentlich. Aber es gibt jetzt kein Argument mehr, dass ich jetzt einen Fertigteig kaufe, oder? Nicht unbedingt, nee, nicht unbedingt mehr. Also das müssen wir nicht unbedingt machen im Fertigteig. So, größer wie das brauche ich das jetzt nicht, das Ganze. Ne? Wie so ein Kloß, oder? Genau, wie so ein Kloß. Ja, jetzt habe ich hier noch mal so ein bisschen Mehl halt eben in der Schüssel drin, sollte jetzt hier außenrum ein bisschen Mehl machen, damit ich den halt eben auch ziehen kann. Ja, also das heißt, den werden wir jetzt hier gerade so ein bisschen fein ziehen. Das wird jetzt hier keine 45er Riesenpizza werden, logischerweise. Aber ich sag mal so, werfen kannst du nicht, oder? Also
Die Pizza-Allüren, die haben mich da doch nicht so drauf. Ne? Ich könnte es vielleicht, ja, aber ich habe da so ein bisschen Angst, dass er mir dann durch die Hand durchfällt. Ne? Also das wäre dann wirklich in dem Fall, ja, nee, ich krieg's nicht hin, ja. Man muss auch nicht alles können im Leben. Ne? Also von daher, das ist schon okay. Du ziehst ihn jetzt. Oder? Ich zieh den jetzt einfach wie so ein Strudelteig. Ne? Also können wir jetzt auch machen. Jetzt muss ich die Hände tatsächlich auch mal mit Mehl so ein bisschen voll machen. Hier ist ja noch was drin. Ja, und jetzt kann ich den hier so wirklich auch so über die Hand und über die Finger ziehen. Pizzateig sollte halt eben auch nicht zu dick sein. Der Rand darf ein bisschen dicker bleiben, ja, aber in der Mitte sollten wir uns schon, dass wir hier einigermaßen dünn halt eben auch kommen. Und wie gesagt, der lässt sich gut ziehen. Ja, Mit dem Holz arbeitest du gar nicht jetzt? Ne, muss ich jetzt nicht in dem Fall. Ne? Könnte ich zwar jetzt auch machen mit dem Nudelholz arbeiten, aber muss ich jetzt nicht unbedingt machen, das Ganze. Ne? Das reicht mir auch so. Ich muss nur mal auf das andere, weil da rutscht es ein bisschen besser. Ja, dann kriege ich das besser gezogen hier. Gut, jetzt habe ich noch ein Loch reingemacht. Gut, alles klar. Es riecht so ein bisschen nach, ist es dieses Öl da, was du reingemacht hast, gell? Ja, Sesam, ja, richtig genau, das Sesamöl. Das riecht voll nach Sesam. Ja, aber wie gesagt, das darf er jetzt hier auch, ne? So nach Sesam riechen, weil, wie gesagt, ich mag den nussigen Charakter halt eben auch mit dabei. So, wie gesagt, wir machen jetzt hier wirklich auch nur eine kleine Pizza und das sollte mir jetzt schon mal reichen. Jetzt ganz wichtig ist natürlich, ja, dass wir jetzt hier unsere Soße drauf kriegen, logischerweise. Und wir sollten unten drunter noch mal so ein bisschen Mehl machen. Man kann es auch, wenn der Teig ein bisschen zu feucht ist, kann man es auch mit Grieß machen unten drunter. Dann hat man nachher nicht so die Probleme mit dem runternehmen. Wie gesagt, ich streue das nochmal mit Mehl hier. Kann ich noch mal so ein bisschen glatt kriegen. Und dann können wir den noch mal rum und umwerfen hier. Weil ich muss ja irgendwie nachher mit meinem Pizzapaddel auch da drunter kommen. Das hier ist der Pizzaschieber. Ja, und wenn der natürlich hier schon am Tisch festklebt, habe ich natürlich schon ein Problem, ne, bei dem Ganzen. Gut, alles klar. Dann gucken wir mal nach der Soße hier. Jetzt machen wir aber Folgendes zuerst einmal. Ja, und zwar arbeiten wir hier nochmal mit so ein bisschen Rucola. Und der Rucola würde ja jetzt bei den 330 Grad da draußen komplett verbrennen, wenn ich den jetzt oben drauf lege. Na, und deswegen machen wir den jetzt hier unten drunter und werden dann mit der Soße oben drauf nappieren, dass der hier richtig schön Feuchtigkeit halt eben auch mitkriegt. Ne? Wir sollten immer gucken, dass es nicht zu viel Soße ist, ja, weil umso mehr Soße, umso feuchter der Teig, umso schneller verbrennt der dir natürlich dann auch. Und außerdem arbeite ich jetzt hier gleich auch mit zweierlei Käse dann bei dem Ganzen. Allerdings kommt der zweite Käse erst ganz zum Schluss mit drauf. Heißt, da werden wir mit Parmesan arbeiten und wir werden hier mit dem Mozzarella arbeiten. Ja, Mozzarella, ja, das ist jetzt hier ein kleine Mozzarella-Kügelchen, ja, vom Büffelmozzarella ist das jetzt hier und den zupfe ich mir jetzt einfach da drauf. Das kann auch relativ grob sein, das Ganze. Du siehst auch, dass ich mir einen schönen Rand gelassen habe, weil der Käse fängt natürlich an zu laufen, ja, und dann läuft er auch von alleine mit in den Rand oder an den Rand runter. So, viel mehr brauchen wir da gar nicht mehr dran zu machen. Doch, ein bisschen Salz, Pfeffer machen wir jetzt noch oben drauf, dass wir das auch haben, dass das auch wieder alles da Sag mal, ist. kann die doch jetzt direkt so essen. Das ist, da brauche ich jetzt kein Pulver mehr und alles. Ja, man könnte die jetzt hier auch als vegetarische Pizza, könnte man die jetzt auch essen, ja. Das wäre auch gar kein Problem. Wo haben wir uns? Da haben wir es. So, Ein bisschen Salz und Pfeffer. genau, ein bisschen Salz, Pfeffer. Und dann haben wir ja noch eine Creme letztendlich ja in unserem Pepperoni hier drin. Ne? Auch die lassen wir jetzt hier so ein bisschen mitkommen hier. Das heißt, da haben wir noch mal so ein bisschen Frischkäse dann. Ne, so ein bisschen Geschmack und halt eben auch die Schärfe. Machen die nur so ein bisschen auf, dass das auch so ein bisschen anbacken kann dann auch. Gut, dann werden wir damit rausgehen, so langsam aber sicher. Ich werde mir noch mal eine Pfanne aufstellen für draußen, um den Pulpo jetzt gleich dann fertig zu machen. Das mache ich zuerst und dann gehe ich noch mal Fingerchen waschen und dann dauert es ungefähr 5 Minuten auf dem Grill, dann ist sie fertig, die Pizza.
Dein Tipp auf dem Grill, das ist ja nichts anderes wie ein Ofen mit dem Pizzastein, oder? Wenn du so willst. Das ist richtig, ja. Das ist wie im Steinofen letztendlich, ja, wie es in jeder Pizzeria auch gemacht wird. Und ja, wie gesagt, im normalen Haushaltsbackofen, dann sollte es vielleicht dann nur mit Unterhitze arbeiten, damit es auch von unten her kommt und nicht von oben her zu sehr einbackt dann auch. Ne? Also es muss nicht immer oben drauf halt eben Farbe entstehen. Ne? Hier reicht es auch, wenn es zerläuft. Ne? Wenn es wirklich zerläuft, reicht das. Was wichtig ist, dass der Teig Farbe mitkriegt von unten, dass der kross wird. Okay, verstanden. So, 44 Minuten und du sagst, das kriegst du ohne Geschwätz in einer Viertelstunde hin. Das kann ich auch nachvollziehen. Ich zeige mal gerade, was macht unser Grill. 345 Grad haben wir jetzt hier. Wenn man hier rankommt, wird es auch schon richtig schön warm. Und beim Werner ist immer das Gemeine, das, was ihr nicht mitkriegt, ist natürlich die Sensorik, die hier zum Spiel kommt. Das Ganze riecht und man hat auch das Wärmegefühl vom Grill mit dabei. Es ist ein Genuss. Also jeder sollte mal so einen Grillkurs gemacht haben, meines Erachtens. Ich komme mal mit. Die Pfanne ist jetzt noch kalt, oder? Ja, die ist noch kalt. Ja. Aber wie gesagt, wir müssen noch erstmal die Pizza draufkriegen. Weil, Achso, das kommt zum Schluss. Das hier kommt zum Schluss drauf. Das wird gar nicht mitgebacken auf der Pizza, sondern das wird nachher zum Schluss einfach über die Pizza nochmal so drüber gegeben. Das ist so meine Herangehensweise bei dem Ganzen. Weil wenn ich das hier jetzt im heißen Backofen nochmal zu lange mitgehen lasse, das Ganze, ja, dann zieht sich das natürlich zusammen und trocknet auch aus, das Ganze. Und deswegen mache ich das eigentlich immer frisch in der Pfanne und ziehe das einfach so ein bisschen durch Olivenöl, ein bisschen Knoblauch dran gemacht und das reicht schon vollkommen aus. Salz, Pfeffer brauchen wir dann nicht mehr dran zu machen, weil das ist in einen Sud gekocht mit Weißwein, mit Limette, mit einem Lorbeerblatt, mit Nelke, mit Salz, Pfeffer und Knoblauch ist das schon eingekocht. Ja, das heißt, das hat schon einen richtigen Grundgeschmack. Ja, also brauchen wir da nichts mehr weiter dran zu machen bei dem Ganzen. Ich hole jetzt mal, oder ich angel jetzt mal die Pizza gerade. Kannst du mal gerade mit? Ja. Ich komme mit. Da ist jetzt die Pizza, da ist ein bisschen Mehl drunter gemacht, dass es auch gängig wird. Genau, und jetzt ist es natürlich auch wichtig, ja, wenn man hier mit so einem Pizzapaddel hier arbeitet, ja, sollte man natürlich nicht so langsam da drunter gehen, sondern mit einem Schwung, dass wir die auch aufkriegen hier. Es ist also auch vom Weber, das Ding? Das ist jetzt hier auch vom Weber, ja, aber da gibt es vom Grundsatz her auch andere, ja, also ich habe da, im Prinzip ist es egal, von welcher Firma es ist. Aber wir haben sie jetzt hier vom Weber, weil es passt ja in die Symbolik auch rein, ne? In den Ganzen. Das heißt, Weber hat alles, oder? Weber hat ein sehr, sehr vielseitiges Sortiment, was halt eben diese Equipments angeht. Und ja, man könnte schon sagen, die haben alles, ja. Bitteschön. Gut, alles klar, dann wollen wir sie mal versenken. Der Pizzastein, sind 2 Stück drin. Das heißt, der Kurs ist wann, der Pizzakurs? Was denkst du? Wann wird der kommen, der Pizzakurs? Im Juli. Ich glaub sogar der 6. Juli ist der erste Pizzakurstag. Okay. Aber müsste ich nochmal nachgucken. Aber auf jeden Fall im Juli. So, gut, alles klar. Jetzt drauf damit, auch mit einem Schwung. Gut, das sollte natürlich nicht passieren. Jetzt machen wir zu. Jetzt sehen wir auch, wir haben 340 Grad hier drauf, ja, auf dem Stein. Wir gehen natürlich jetzt runter und deswegen müssen wir hier auch immer ein bisschen mehr. Das heißt, wir müssen den Grill immer so ein bisschen Overload haben, ja, dass wir hier auch diese abfallende Temperatur vom Rein und Raus machen. Wenn ich jetzt hier mehrere Pizza drauf mache, dauert es natürlich auch ein Momentchen länger, bis es halt eben dann halt eben auch bis es dann halt eben auch wieder hochkommt, ja, oder vielmehr bis ich das reingemacht habe und dann halt eben die Temperatur wieder hochkommt dann auch. Und deswegen hier tatsächlich dieses Overload. Wenn ich jetzt hier nur mit 300 oder mit 280 Grad gehe, was durchaus auch funktionieren würde, habe ich aber dann den Effekt, wenn ich das auf und zu mache, dass ich dann so auf 250 Grad runterfalle. Ja, und dann brauche ich eine ganze Zeit, bis es halt eben auch wieder hochkommt dann auch. Und in der Zeit kann es mir schon passieren, dass halt eben der Pizzateig verklebt. Ja, und das sollte natürlich nicht unbedingt sein. Flop. Habt ihr das gerade gesehen? Ja. Nichts zum Nachmachen, ja, bitte. Also immer schön darauf achten, dass die Flamme auch unten drunter wirklich angegangen ist. Da habe ich jetzt gerade überhaupt nicht drauf geachtet. Die geht nicht aus, die Flamme? Bei dem Fall? Nee. Also
Nur wenn das Gas leer ist, geht die Flamme aus. Nur ich habe sie eben nicht richtig gezündet. Das ist wahrscheinlich das Problem an der Ja, du- ganzen Geschichte. Ja. Gut, der Vorteil ist, dass du noch lebst. Das ist alles, woraus ankommt. Ja, ja. Olivenöl? Genau, einfach jetzt Olivenöl. Jetzt lassen wir die Pfanne heiß werden. Dann gucken wir auch mal. Da fängt es ja schon an zu riechen. Und es ist jetzt hier, wie schön der aufgeht. Hier, ne? Das ist natürlich auch immer wichtig. Jetzt werde ich ihn einmal hier so ein bisschen anlösen von unten her. Und lassen wir aber noch einen Momentchen drauf. Schon fast fertig, oder? Die ist schon fast fertig, ja. Jetzt bin ich hier ein bisschen zu langsam mit meinem. Okay, gib Gas. Ja, ich kann leider nicht schneller, wie die Flamme macht. Ne? Also, ja, das ist jetzt ein bisschen doof gelaufen. Ja gut, wir können ja den parken, die Pizza gleich. Ja, wir packen die auch jetzt gleich rein, die Pizza, weil sonst wird sie schwarz. Das wäre jetzt nicht so unbedingt der super Effekt. Nein, eher der super GAU. Aber es wird ja langsam auch. Es soll ja auch nur durchgeschwitzt werden. So, und die Pizza muss ich runternehmen. Riecht schon gut, ne? Ja, lecker. Sieht schon gut aus. Und wir sehen auch das, was ich haben wollte. Ne? Das heißt, der ist auch richtig schön aufgegangen, der Teig. Ne? Das ist das Schicke daran. Habe ich so noch nie gesehen in der Pizzeria. Ist schön. Gefällt mir. So, dann bringt sie mal rein. Genau, wir gehen rein. Dann werden wir, ich hätte jetzt einfach mal hier so ein bisschen stehen lassen. Da können wir aber auch beobachten, dass die jetzt hier auch so ein bisschen runter geht. Schauen wir mal von unten drunter. Ne? Sieht auch sehr gut aus. Ne? Ja. Von unten. Ist nicht schwarz, alles schön. Nee, wunderbare Färbung gekriegt. Ja, und Finde ich auch, durch das Öl wirkt das unglaublich gesund. Ist nicht so weiß. ja, nee, wie gesagt, also, ja, und jetzt riecht man aber auch so ein ganz klein bisschen das Aroma halt eben von dem Sesamöl auch ein bisschen durch. Boah, ey, was ich gerade durchmache hier, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich entwickle nämlich ein leichtes Hüngerchen. Und Ja, es gibt so geht es auch vielen Teilnehmern bei dir, oder? Muss man Auf sagen. jeden Fall, aber die haben ja auch immer die Gelegenheit, was zu essen. Ja. Ne, das ist natürlich denen ihr großer Vorteil. So, da ist die Pulpo. Genau, das Pulpo, die brauchen wir auch nur noch so ein bisschen warm zu werden jetzt hier drinnen. Ne? Und ja, es geht schon was, ne? Also auch das ist gut. Und wie gesagt, hier so ein bisschen Knoblauch drauf gemacht. Ist natürlich jetzt eine sehr, sehr schöne Pizza, mediterran und knoblauchlastig. Name von der Pizza? Ich würde sagen Pizza al Popo, Pulpo. Ja, irgendwie sowas, ja. Einfach, wie gesagt, man könnte jetzt sagen mediterrane Pizza oder halt eben auch Pizza Calamaretti oder genau. Calamaretti sind es zwar nicht, weil die werden ein bisschen kleiner noch, ja, aber es geht in die Richtung. Preis draußen, wie würdest du die rausgeben? Bei der Größenordnung, ich schätze mal so 7 Euro, 8 Euro. Ne, bei der Größenordnung. So, das riecht da auch schon mal fein. Einige kriegen jetzt große Augen. Das Ganze könnt ihr buchen in einem Pizzakurs in der Grillakademie Saar in Saarlouis. Dort findet ihr auch den Werner Bomblé. Der ist also hier kein Schauspieler, sondern dort angestellt. Und in diesem schönen Werbevideo wollen wir euch die Nase lang machen, damit ihr auch ja diesen Grillkurs bucht. Ich denke, man muss auch zeigen, was ihr macht, damit man es gut den Leuten klar macht. Das ist nicht nur so ein bisschen was, sondern das ist alles so ein bisschen. Das ist Spielspaß und Schokolade. Das heißt, du hast Essen mit dabei, du hast Geselligkeit, du kannst dich mit Leuten zusammentun, die du magst und kannst mit denen zusammen kochen. Das ist das, worauf es halt eben auch ankommt. Also das ist ja das, worauf es abzielt, ja, dass man hier halt eben auch in einer gesunden, gemütlichen Atmosphäre halt eben hier wirklich auch mal was herstellt, was man zu Hause vielleicht nicht unbedingt so auf dem Schirm hat. Ja, und einfach mal hier so ein bisschen macht dann auch. Ne? So, ich habe ja gesagt, wir arbeiten mit 2 Käsen, ja, also werde ich jetzt hier nochmal einen schönen Parmesan halt eben ganz frisch halt eben drüber machen. Auch den backe ich nicht mit ein, weil der trocknet auf dem Grill halt eben auch relativ schnell aus. Und so ist meine Pizza jetzt fertig. Jetzt brauchen wir sie nur noch schneiden. Und ich bräuchte mal einen Tester. So, ein Testesser brauchen wir. Ja, mich hat er nicht gefragt, aber Bernd, ich bräuchte dich. Testesser. Sonst musst du testen. Ja, ich teste. Du testest, ja. Ich werde mich freiwillig opfern. Weil das ist ja immer... Ich muss ja gerade das Geräusch filmen, wenn du durchschneidest. Ja, Die ist knusprig, oder? Ja, so muss es klingen, oder? Genau, so muss es klingen, ja. Jetzt mache ich hier mal kleine Stücke, dass man die auch so ein bisschen in die Hand nehmen kann.
Weißt du, was du mal machen kannst, Werner? Ich weiß, dass du das ungern machst, aber wenn du die mal selber gerade testest und mir mal sagst, ob das ist, was du so... Gut, dann mach ich das, ja. Und zwar werde ich das jetzt hier aber so machen, ja. Und zwar nehme ich mir gerade hier so ein Stückel weg, aus der Mitte raus. Und ja, wir sehen es von unten her. Sieht gut aus vom Ganzen. Und dann... Aua. Und? Warte, ich lasse dich erstmal essen. Ist gar nicht schlecht, oder? Ja, genial. Genial. Ja, es ist wirklich genial. Schmeckt gut. Also, ja, so eine Pizza würde ich kaufen, wenn sie mir angeboten wird. Ja. Definitiv. Oh, jetzt Boah, kommt ist Auto die rein. so lecker. Warte, ich zeige euch das mal gerade, dass ihr das mal sehen könnt. Von oben, wie die ganze aussieht. Da ist natürlich jetzt auch der Grund, warum du gesagt hast, der Belag entscheidet auch über den Preis. Hier ist jetzt richtig Belag drauf. Das heißt, wir reden hier über einige Euro Belag. Und das ist auch der Grund, warum viele Pizzas halt so gemacht werden, wie sie gemacht werden. Ich sag mal, mit Standardsoße, nicht, dass sie schlechter ist oder so, aber das hier ist ja sehr aufwendig. Da kannst du nicht mal eben 1000 Stück durchschieben, oder? Nee, also gut, ich meine, man kann sich in gewisser Weise halt eben auch diese Produkte, die wir jetzt hier gemacht haben, mal vorbereiten, dass das auch relativ schnell geht. Aber natürlich, klar, wenn ich halt eben meine Standardkompositionen habe, dann bin ich natürlich wesentlich schneller und fixer am Grill oder vielmehr am Pizzaofen. So, all das kann ich im Jahr 13 erlernen bei der Grillakademie Saar. Das machst du schon sehr lange mit viel Inbrunst, muss man sagen. Die Leute kommen immer wieder, viele kommen wieder, so muss man sagen, die meisten, und bringen auch noch Freunde mit. Das ist nämlich ein ganz tolles Geburtstagsgeschenk zum Beispiel, oder? Ja, beispielsweise Geburtstagsgeschenk. Ja, Weihnachten haben wir ganz, ganz viele Gutscheine verkauft. Wir sind natürlich klar auch für Firmenfeiern über die Weihnachtsfeiertage waren wir sehr viel Firmenfeiern unterwegs gewesen hier. Und ja, das sind halt eben wirklich so Come-togethers, ja. Also das heißt, Ist das so ein Männerding? durchaus ja, aber ich denke mal, dass ich mit der Pizza auch mal eine Frau vom Ofen her locken kann. Hinterm Ofen her locken kann. So rum, ja. Aber wie gesagt, im Moment ist es tatsächlich noch mehr eine Männerdomäne, obwohl ich mir das gerne wünsche, dass es halt eben auch mal ein bisschen anders da kommt. Die Getränke sind auch mit drin, ne? Getränke sind immer im Kurs enthalten, ja, das heißt, über die Kursdauer sind die Getränke halt eben auch mit drinne hier. Ne? Vom Bier bis zum Wein, Cola und Fanta und Wasser und zurück. Oh, das werde ich gleich mal probieren. Ich danke dir recht herzlich. Heute haben wir den 6. März, glaube ich. Der ist da, müsste, glaube ich, der 6. sein. Heute ist der 6. März. Heute ist der 6. Heute März ist der 6. März. 2023. Und die Grillkurse laufen rund ums Jahr, oder? Die laufen wirklich rund ums Jahr, immer 4 bis 5 Mal die Woche, meistens 4-mal die Woche. Jetzt Anfang der Saison hatten wir meistens 3-mal die Woche gehabt, aber ab Sommer wird es auf jeden Fall wieder 4-mal die Woche sein, so dass wir hier wieder alles ausschöpfen können, was halt eben auch dabei kommen kann. Klar ist natürlich, wir werden im Sommer keine Wildkurse machen. Und hier haben wir, ihr habt nämlich eine riesen Weber Grillausstellung. Gibt es einen Pizzastein umsonst bei einer bestimmten Art von Grill. Das könnt ihr alles erfahren, indem ihr da drauf geht. Hier gibt es nochmal einen QR-Code. Das kann man machen. Aber die Grillkurse, die kann man buchen. Komm mal kurz mit, Werner. Ihr habt nämlich eine Webseite, die heißt Grillakademie Saar. Und da gibt es einen Shop, den können wir auch gleich mal abfilmen. Dort gibt es die ganzen Kurse. Hier ist der Shop. Die Karten kaufe ich quasi online im Shop und da kann ich mir auch meinen Wunschtermin aussuchen. Oder? Moment, ganz kurz. Auf den Shop kommst du nicht zu der Buchung. Ja, bei dem Shop hier. Das hier ist ein Shop, das heißt, wenn jetzt hier einer herkommt, ja, und mit mir Pizza macht, gibt es diesen Pizzastein halt eben auch in diesem Shop zu kaufen. Ja, zu den 12%, die halt eben auch nochmal mit dazukommen. Noch was, ich kann die Sachen, die ich hier benutze, auch später kriege ich eine Empfehlung. Dort und dort kann ich es kaufen. Genau, also das heißt, nicht unbedingt während des Grillkurses, kommt immer darauf an, wer hinter der Theke gerade steht, aber im Nachhinein kann man nochmal gerne wiederkommen oder sich halt eben den QR-Code abscannen und dann halt eben online das Ganze bestellen und hat aber dieselben Vorteile, als wenn wir hier halt eben mit dem
Kärtchen dann. Also im Moment haben wir die Eintrittskarte, da sind noch 12% Gutschein drauf bei dem Ganzen, ja, auf Weber-Produkte oder vielmehr auf Grillprodukte. Und das ist da aber auch in diesem Shop dann halt eben auch mit drin verankert. Da kann man mal gucken. Wenn man Termine buchen möchte, dann braucht man den QR-Code. Diesen QR-Code. Ja, richtig, Warte mal, genau. den filme ich mal kurz ab. Das ist wieder ein anderer hier. Ja, und da kommt man halt eben auf unsere Grillakademie Saar-Seite, wo halt eben die Kurse alle beschrieben sind, wo die Kurse halt eben wirklich dann auch letztendlich dann auch buchbar dann sind, sofern halt eben noch Plätze frei sind. Ja, und ich kann nur empfehlen, immer schnell zu buchen, weil ich bin doch sehr gerne und oft ausgebucht. Ja, vielen Dank, Werner Bombly. Ich werde es mal probieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Werner. Ja, tschüss, danke.